Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und wir machen wieder einen Käsekuchen und zwar mit Herzen. Ja, wie niedlich, gell? Ja, und die Herzen, die formen wir aus Himbeeren und den Boden, den machen wir aus Butterkeksen. Ja, was ganz Besonderes dieses Mal. Dieses Video von diesem super leckeren Käsekuchen. Und wie immer fangen wir mit der Vorbereitung an. Da haben wir schon mal die Backform vorbereitet, haben Vanillezucker mit Zucker gemischt und zerbröseln die Butterkekse, die wir ja für den Boden verwenden. Ist natürlich klar, wir brauchen die Butterkekse so richtig schön fein. Und das mache ich einfach in einem Pürierbeutel. Ist ja klar, dass ich den mehrfach verwende. Und mit dem Pürierstab püriere ich das Ganze jetzt nicht fein, sondern wir sparen uns den Strom. Handarbeit ist angesagt. Parallel dazu haben wir Butter schon in einem Kochtopf geschmolzen und die Butterkeksbrösel, die geben wir in eine Schüssel. In dieser Schüssel verrühren wir dann das Ganze mit der flüssigen Butter und geben das dann sofort danach in die Springform hinein. Wir drücken dann das Butterkeksgemisch auf dem Boden richtig schön platt und drücken das gut an. Dann nehme ich dann einfach einen Kuchenheber, das geht mit dem super glatt. Weiter kümmern wir uns dann um die Himbeeren. Die geben wir in eine Schüssel bzw. in einen Pürierbehälter, geben noch Zucker hinzu und dann pürieren wir das richtig schön fein. Ihr könnt natürlich gerne auch andere Früchte nehmen, wie Erdbeeren oder eine Mango. Das liegt an euch. Ihr könnt nehmen, was ihr wollt. Anschließend wenden wir uns der Füllung zu. Da nehmen wir uns eine Rührschüssel zur Brust, dort geben wir Butter hinein und die schlagen wir erstmal cremig auf. Weiter geben wir den Zucker hinzu, den wir ja am Anfang gemischt haben, mit dem Vanillezucker und rühren weiter kräftig durch. Weiter brauchen wir dann noch 4 Eier. Die trennen wir dieses Mal nicht, sondern die geben wir als Ganzes in die Schüssel hinein. Aber natürlich wieder schrittweise. Und jedes Ei schlagen wir wieder kräftig durch. Aber beim letzten Ei, da geben wir jetzt noch die Stärke mit hinzu und rühren die Stärke mit dem Ei kräftig durch. Um den Geschmack weiter noch zu verbessern, reiben wir von einer schönen Bio-Zitrone die Schale in die Schüssel hinein. Denn bei einer Bio-Zitrone kann man normalerweise die Schale ohne Bedenken verwenden. Weiter kommen danach noch die Hauptdarsteller in die Schüssel hinein. Das wären zum einen der Frischkäse und Quark. Wer will, kann natürlich nur Frischkäse verwenden oder auf der anderen Seite nur Quark. Je nachdem, wie ihr es möchtet. Aber ich möchte hier so nahezu halbe machen mit diesen 2 Zutaten. Eine weitere Alternative wäre, den Frischkäse durch Mascarpone zu ersetzen. Wenn der Teig nun schön homogen ist, kommt er anschließend in die Ringform hinein und wir glätten das Ganze natürlich schön gleichmäßig. Aber übertreibt's nicht mit dem Glätten. Im Ofen glättet das Ganze noch von selbst. Und wie ihr euch erinnern könnt, haben wir ja vorhin die Himbeeren vorbereitet. Die kommen jetzt auch auf den Kuchen drauf. Und zwar nehmen wir einen Spritzbeutel, wo wir dieses Beerenmus, sage ich mal, hineingetan haben. Und dann geben wir längliche Flecken auf die Füllung drauf.
Weiter brauchen wir einen Zahnstocher oder einen Spieß, einen Holzspieß und fahren mit dem dann durch diese Flecken kreisförmig durch. Dadurch, dass es nicht einfach nur runde Himbeerflecken sind, sondern längliche, bilden sich hier dann wunderschöne Herzen. Aber manchmal bin ich auch dackelhaft gewesen, dann sieht das Herz ein bisschen anders aus. Aber im Großen und Ganzen sieht es super aus. Und gleich danach geben wir den Kuchen in den Ofen. Den haben wir auch vorgeheizt auf 160 Grad Ober- und Unterhitze. Und da bleibt der Kuchen für 70 Minuten lang drin. Aber nach 70 Minuten öffnen wir die Türe nicht gleich richtig, sondern wir öffnen sie nur einen Spalt weit und lassen den Kuchen noch für 30 Minuten im Ofen auskühlen. Danach holen wir ihn raus, entfernen den Rand von der Form und können den Kuchen dann auskühlen lassen. Und endlich können wir anschließend dann ein Stück von diesem herrlichen Kuchen abschneiden. Aber wisst ihr was? Ich habe die ganze Himbeersauce noch gar nicht verwendet gehabt. Die kann ich jetzt auch noch über dieses Stück Kuchen geben und kann anfangen, endlich dieses Kuchenstück zu probieren. So, wenn es euch gefallen hat, kocht doch oder backt diesen Kuchen doch gerne mal nach. Ich würde mich freuen. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge von der bis zur Stunde wieder dabei sein würdet. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und bleibt am Ball.